Willkommen zur oft gewünschten Analyse des Virgo-Projektes. In diesem Video gehen wir zuerst auf die allgemeinen Fakten zum Gebäude ein, dann geht's weiter mit den Effekten, anschließend folgt ein Vergleich mit dem Kraken, aus welcher wir dann die finale Gegenüberstellung ableiten, die auch als Fazit dient. Die Timecodes sind natürlich in der Videobeschreibung. Die Daten für diesen Vergleich wurden zum Großteil von Rayno zusammengetragen. Auf seinem Kanal findet ihr englischsprachige Analysen. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Lasst uns direkt mit den allgemeinen Fakten starten. Die ehemalige Sondenabschussstation ist ein Gebäude der Raumfahrt Mars, also dem aktuell zweithöchsten Zeitalter im Spiel. Das macht es auf seiner Grundfläche von 5x5 Feldern mit Kosten von insgesamt 3000 Gütern zu einem der teuersten legendären Gebäude in der Anschaffung. Dafür erhaltet ihr allerdings auch 2 Effekte. Nein, das nehme ich zurück, ihr erhaltet einen richtigen Effekt, den Raketenstart und eine lächerliche Münzproduktion. Schon im ersten Punkt subjektive Äußerung. Das kann ja eine tolle Analyse werden. Aber na gut, dann schauen wir uns doch mal die Effekte an und starten gleich mit der Münzproduktion. Einfachster Vergleich, auf Stufe 10 produziert das Virgo 4032 Münzen pro Feld. Das Wohngebäude Astronautentraining Schlafsaal aus demselben Zeitalter produziert bei nur 3 Ernten am Tag 4418 Münzen pro Feld. Ohne Anstrengung geschlagen. Aber wie sieht's mit der Hilfe für kleine Spieler aus? Die Bokimeiji wird ja auch vielen kleinen Spielern empfohlen, weil man bei einem frühen Bau im Prinzip keine Sorgen mehr mit Vorräten hat. Also erstmal produziert die Bokimeiji bereits auf Stufe 1 mehr Vorräte als das Virgo-Projekt auf Stufe 10 Münzen. Und das mag was heißen, denn eigentlich sind Münzen immer als erstes im Überfluss, die Burg ist aus einem Zeitalter früher und hat auch noch subjektiv den besseren Zweiteffekt. Aber würde es sich für einen kleinen Spieler denn lohnen, Wohngebäude gegen das Virgo-Projekt zu ersetzen? Dabei gehe ich von einem Virgo Stufe 1 aus, denn ich bezweifle, dass kleine Spieler so viele Fortschritte auftreiben können, um es direkt auf 10 zu bringen. Dabei produziert es 800 Münzen pro Feld. Und selbst wenn ich jetzt mal ins späte Mittelalter gehen würde, also schon relativ weit, wenn ich mal dran denke, wann einige Spieler mittlerweile ihre Archen bauen, und dort damit rechne, dass das 1-Stunden-Gebäude 10 Mal am Tag geerntet wird, würde dies trotzdem gerade mal 300 Münzen pro Feld pro Tag produzieren. Für kleine Spieler würde es sich also für die Münzen durchaus lohnen, das Virgo-Projekt zu bauen, da es tatsächlich auch im Vergleich zu anderen münzproduzierenden Gebäuden die größte Produktion hat. Doch seid nicht zu voreilig, denn nur wegen Münzen sollte man so ein Gebäude nicht bauen. Außerdem würde euch dann auch die Bevölkerung wegfallen. Schauen wir uns doch lieber den zweiten Effekt an, den Raketenstart. Das ist ein einmaliger Effekt, den es ausschließlich bei diesem Gebäude gibt. Wie auch die Effekte Kriegsbeute, diplomatische Geschenke oder doppeltes Einsammeln besteht er aus 2 Variablen. Eine Anzahl, wie oft der Effekt nach der Ernte auftritt, und einem Prozentsatz, der angibt, zu welcher Wahrscheinlichkeit er bei diesem Auftreten dann auch wirklich für Schaden sorgt. Ausgelöst wird der Effekt beim Start eines Kampfes. Davon ausgeschlossen sind Kämpfe gegen Spieler. Außerdem gilt das auch immer nur für die erste Welle. In der zweiten Welle wird der Effekt ignoriert. Wenn ihr alle diese Voraussetzungen erfüllt, also das Gebäude frisch eingesammelt habt, nicht gegen Nachbarn kämpft, euch nicht schon in der zweiten Welle befindet und dann auch noch Glück habt, dann wird die halbe gegnerische Armee getötet, sobald ihr das Schlachtfeld betretet. Die Anzahl des Auftretens steigt übrigens von Stufe 1 von 3 Mal nach jeder Ernte auf 5 Mal ab Stufe 45. Laut offiziellem Wiki verändert sich diese Anzahl dann bis mindestens Stufe 80 nicht. Laut Fandom Wiki sogar bis mindestens Stufe 104. Und der Prozentsatz läuft asymptotisch gegen 70%. Ihr werdet diese also nie ganz erreichen, sondern euch nur in immer kleiner werdenden Schritten an diese annähern. Kurz gesagt ist der Raketenstart also ein Effekt, der nur unter ganz speziellen Bedingungen ausgelöst werden kann, nur maximal 5 Mal pro Tag auslöst und dann auch nur in ca. 2/3 der Fällen wirklich Schaden macht. Wenn euch das jetzt noch nicht davon abgebracht hat, das Gebäude wegen diesem Effekt bauen zu wollen, gibt es jetzt noch die Keule in Form eines Vergleiches mit dem Kraken. Um euch kurz auf Stand zu bringen, der Kraken ist aus der ozeanischen Zukunft, also 2 Zeitalter vor dem Virgo-Projekt und besitzt den Effekt Erstschlag. Dieser ist genauso aufgebaut wie der Raketenstart mit einer Anzahl möglicher Auslöser und einer Prozentchance, dass dieser dann auch wirklich auslöst. Auch der Erstschlag löst grundsätzlich beim Start eines Kampfes aus und entfaltet er auch seine Wirkung, so wird eine zufällige gegnerische Einheit sofort getötet. Nicht wie beim Virgo-Projekt, wo es gleich 4 Einheiten sind.
Während die Anzahl an Auslösern beim Virgo-Projekt, wie vorhin bereits gesagt, bis nach Stufe 100 nur zweimal auf maximal 5 ansteigt, beginnt der Kraken direkt schon mal mit 10 Auslösern täglich und steigt bis auf Stufe 80 ganze 13 Mal auf insgesamt 23 Auslöser täglich. Laut FandomWiki kommen dann auf Stufe 81 und 114 sogar noch 2 Anstiege dazu, wodurch man sogar bis auf 25 Auslöser steigern kann. Zeitgleich steigt die Chance beim Virgo-Projekt von anfangs 20% auf 38% auf Stufe 10 und läuft dann, wie bereits gesagt, gegen 70%. Beim Kraken beginnt die Chance auch bei 20%, steigt auf etwas weniger auf Stufe 10 mit 32%, läuft dann allerdings auch gegen 100%. Die 70%, die das Virgo-Projekt niemals erreicht, werden beim Kraken bereits auf Stufe 34 geknackt. Doch eigentlich ist das noch kein allzu guter Vergleich, da der Kraken bei erfolgreichem Auslösen ja auch 3 Einheiten weniger tötet. Das bedeutet, wir müssen das Ganze für einen akkuraten Vergleich auf durchschnittlich getötete Einheiten pro Tag runterbrechen. Haben wir dies gemacht, stellen wir fest, dass bis inklusive der 22. Stufe des Virgo-Projektes und der 24. Stufe des Krakens, wo diese ungefähr gleich viel kosten, das bessere Gebäude immer mal wechselt und unterm Strich beide ungefähr gleich gut sind. Doch ab Gesamtinvestition von 12.893 Forge-Punkten Eigenanteil mit einer 1,9er Förderung, was dem Kraken Stufe 25 und dem Virgo 23 entspricht, bleibt der Kraken dauerhaft das bessere Gebäude und baut seinen Vorsprung immer weiter aus. Während das Virgo-Projekt sich nämlich schlussendlich bei einer Förderung auf Stufe 80 an die durchschnittlich 14 getöteten Einheiten pro Tag annähern wird, steigt der Kraken noch auf fast 23 Einheiten pro Tag. Das sind ca. 60% mehr getötete Einheiten bei den gleichen Investitionen. Wollt ihr diese Analyse nochmal rekapitulieren oder euch einen eigenen Vergleich erarbeiten, habe ich euch auf meiner Webseite wieder eine Seite eingerichtet, die auf den Vergleich des Virgo-Projektes mit dem Kraken abgestimmt ist. Ihr könnt beide oder nur einzelne Gebäude sowie unterschiedliche Daten der hier auch besprochenen Effekte einblenden. Außerdem könnt ihr das in Bezug auf Stufen oder Kosten darstellen lassen und mit der Maus die Werte jeder einzelnen Stufe einsehen. Link natürlich in der Videobeschreibung. Also noch einen zusammenfassenden Vergleich und Überblick beider Gebäude. Ich werde positive Fakten für ein Gebäude im Vergleich zum jeweils anderen Gebäude grün hervorheben, damit man am Ende auf einen Blick sieht, welches der beiden Bauten mehr Vorteile bietet. Sowohl Kraken als auch Virgo sind 5x5 Felder groß, nehmen sich hier also nichts. Während das Virgo-Projekt aus der Raumfahrt Mars stammt, kommt der Kraken aus der ozeanischen Zukunft, was 2 Zeitalter früher ist und damit geringere Güterkosten und geringere Forge-Punktkosten beim Kauf des Gütersets bedeutet. Der gesamte Eigenanteil bis Stufe 80 beträgt beim Kraken 46.768 Forge-Punkte. Beim Virgo wären das 50.406 Forge-Punkte. Da die Kosten jedoch essentielle Grundlage eines Vergleiches sind, gehe ich fortan von einem Virgo-Projekt Stufe 78 aus. Dort liegen die Kosten bei 46.968 Forge-Punkten, was den Kosten des Krakens am nächsten kommt und die beiden Gebäude so vergleichbar macht. Wir betrachten die Effekte Erstschlag des Krakens und Raketenstart des Virgo-Projektes. Der Erstschlag tötet beim Auftreten eine Einheit und der Raketenstart 4. Hier tendiert man schnell dazu, die 4 als positiver zu sehen, was jedoch eigentlich nichts zu bedeuten hat, wenn man sie nicht in Verbindung mit dem Auftreten und den Kosten sieht. Beide Effekte treten ausschließlich in der ersten Welle auf. Die maximale Effektmenge beträgt beim Kraken 23 und beim Virgo 5-mal täglich. Der Erstschlag nähert sich dabei den 100% und der Raketenstart den 70% an. Auch die beiden Sachen sagen ohne Bezug zu durchschnittlich getöteten Einheiten noch nichts aus. Diese liegen beim Kraken auf 80 bei etwa 22,6 Einheiten pro Tag. Das Virgo bringt es leider auf Stufe 78 nur auf ca. 13,9 getötete Einheiten pro Tag. Außerdem kommt noch dazu, dass der Kraken im Gegensatz zum Virgo-Projekt auch gegen Spieler wirkt. Das bedeutet, auch wenn ihr Nachbarn überfallt, können die Verteidigungsarmeen beim Kampfstart eine Einheit verlieren. Vom Raketenstart sind diese Kämpfe jedoch ausgeschlossen. Die eigene Verteidigungsarmee muss übrigens auf beide Effekte verzichten, genau wie alle Kämpfe im kommenden PvP-Turm, so zumindest der aktuelle Stand nach offizieller Beta-Ankündigung. Neben dem Erstschlag produziert der Kraken zusätzlich noch Forge-Punkte, während das Virgo-Projekt die vorhin bereits nicht so krass eingestufte Münzproduktion auffährt.
Alles in allem sehen wir also, dass das Virgo-Projekt in keinem einzigen Punkt überzeugen kann. Der Kraken holt den Sieg in Kosten, Schaden, Wirkung und Zweiteffekt. Alle anderen Daten sind entweder gleich gut oder nicht ohne Berücksichtigung anderer Werte vergleichbar. Ich hoffe soweit, dass euch diese Analyse wieder etwas weiterhelfen konnte und freue mich wie immer über jeden Like und Kommentar, den ihr unter diesem Video dalasst. Wollt ihr nichts mehr verpassen, abonniert gerne den Kanal und direkt unterstützen könnt ihr mich mit einer Kanalmitgliedschaft. Natürlich vollkommen freiwillig. Ich freue mich dann schon auf das nächste Video und bis dahin, ciao.